Ausverkaufte Hallen, Millionen verkaufte Alben, Milliarden Streams und passionierte Fans rund um den Globus. Was als Kellerprojekt aus der Idee zweier Männer begann, ist 30 Jahre später ein fester Name in den Reihen großer Rockbands des 21. Jahrhunderts. Vielleicht arbeite ich mich heute durch eine der seltsameren Erfolgsgeschichten moderner Rockmusik, denn trotz aller Erfolge wirkt die Band, um die es heute geht, im öffentlichen Bewusstsein oft kleiner, als sie tatsächlich ist. Eine Band, die nahezu jeder Rockfan schon gehört hat, aber über die erstaunlich selten wirklich gesprochen wird. Mein Name ist Paito, herzlich willkommen zu Die Geschichte von Skillet. Memphis im US-Bundesstaat Tennessee zählt zu einer der Metropolen der klassischen Südstaaten und gilt darüber hinaus als ein zentral wichtiger Ort für die Entwicklung des Blues und Souls, als auch für die des Rock'n'Roll. Der wohl größte Name, den man mit der Stadt in Verbindung bringt, ist nicht umsonst Elvis Presley, der zwar nicht dort geboren, aber seit Kindestagen dort aufwuchs und später auch seine musikalische Karriere dort begann. 1996 gibt es in einer der vielen kleinen Gemeinden von Memphis den 19-jährigen John Cooper. Er spielt in einer der vielen kleinen Bands der Gegend, engagiert sich in der Gemeinde, ebenso wie sein Freund Ken Steots. Gemeinsam beschließen sie, mit Mitgliedern anderer Gemeindebands eine neue Band als Nebenprojekt zu gründen. Die Idee? Viele verschiedene Musiker aus unterschiedlichen Bands, die etwas Neues erschaffen. Cooper zitiert später in Interviews einen seiner Freunde, der sagte: "It's like taking all these different ingredients and throw them into a skillet." Skillet, die englische Bezeichnung für eine flache Bratpfanne mit langem Griff. Cooper findet das witzig und schlägt vor, die Band wirklich so zu nennen, was dann am Ende auch genau so umgesetzt wird. Zur Gründung besteht die Band zunächst aus John Cooper, Ken Steots und Trey McClurkin. Schnell wird ein erstes Self-Titled-Album aufgenommen und über das Independent-Label Ardent Music veröffentlicht. Das Album ist stilistisch durchaus dem Grunge zuzuordnen, erinnert es doch sehr an Einflüsse von Nirvana, Pearl Jam oder Soundgarden. Die Band und ihre Scheibe kommen aber durchaus an. In Memphis und der näheren Umgebung können sie schon sehr schnell erste Auftritte spielen. Und durch ihren christlich geprägten lyrischen Input bekommen sie auch über Memphis hinaus Support-Slots von größeren Christian-Rock-Bands angeboten. Nur 2 Jahre später veröffentlichen sie bereits ihr zweites Album namens Hey You, I Love Your Soul und schaffen es damit zwar nicht in die offiziellen Albumcharts, aber immerhin ein Platz 25 in den Christian Rock Charts ist drin, was zumindest szenebedingt ein großer Erfolg ist. Stilistisch verändert sich die Band jedoch, wendet sich hörbar vom Grunge-Sound des Vorgängers ab und probiert sich mehr mit elektronischen und Alternative-Rock-Einflüssen. Im Jahr 2000 erscheint dann ihr drittes Album Invincible und bringt zum ersten Mal große personelle Veränderungen mit sich. Corey Cooper, Johns Ehefrau, steigt in das Projekt mit ein. Ebenso verlassen nach dem Release Trey McClurkin und Ken Steots die Band.
Kevin Harland und Laurie Peters füllen die Plätze an Gitarre und Drums, wobei Harland die Band 2001 während der Aufnahmen zum 4. Album Alien Youth verlässt und durch den damals erst 16-jährigen Ben Kasica ersetzt wird. Ist Invincible noch stilistisch auf demselben Weg wie sein Vorgänger, wird mit Alien Youth im Jahr 2001 dann der Grundstein für das gelegt, was in Zukunft aus der Band werden würde. Die elektronischen Elemente, die rücken deutlicher in den Hintergrund. Coopers Gesang wird feiner und die Gitarren rücken dafür deutlich in den Vordergrund. Die Band wird noch rockiger und scheint sich sichtlich wohler zu fühlen. In den Christian Rock Charts klettert das Album auf Platz 4 und sogar in den allgemeinen US-Albumcharts kann man sich erstmals platzieren. Ja, okay, die ganz große Aufmerksamkeit bleibt zwar noch aus, aber Alien Youth fängt an, den Weg zu ebnen, der die Band schon wenige Jahre später umso erfolgreicher machen sollte. Skillet machen sich einen Namen und fackeln vor allem nicht lang. Collide erscheint 2003 und wird heute als das vermeintlich wichtigste Skillet-Album bezeichnet. Kasica brachte ein stellenweise hörbar härteres und teils sogar metallastigeres Gitarrenspiel in die Band und Cooper fing bei Collide an, seine Texte so zu schreiben, dass sie deutlich vielseitiger interpretierbar waren. Bisher waren die Texte ziemlich christlich ausgelegt. Die Beziehung zu Gott, Themen wie Sünde und Vergebung, aber auch der Glaube und die Auslebung dessen an sich. All das war immer präsent. Bei Alien Youth fing Cooper an, allgemeine Themen wie Veränderung, Anderssein, Identität, Selbstfindung und Hoffnung zu präsentieren. Aber eben noch mit diesem starken Bezug zum Glauben. Auf Collide ändert sich das zum ersten Mal. Zentrale Themen sind hier Schmerz, Verlust, Einsamkeit, Selbstzweifel, Erlösung, Hoffnung, trotz Leid. Der christliche Hintergrund, der bleibt zwar präsent, wirkt aber oft indirekter als auf den früheren Alben. Ein gutes Beispiel ist Savior. Der Song kann sowohl als Liebeslied als auch als spirituelle Botschaft verstanden werden. Genau jene Mehrdeutigkeit, die später zu einem starken Markenzeichen der Band wird. There's nothing left to prove. Surrender your love, it's all you can do. Yeah. What you got, what you want, what you need, gonna be your savior. Everything's gonna crash and break, but I know, yeah I know. What you got, what you want, what you need, gonna be your savior. Everything's gonna crash and break. Dank Collide entwickeln Skillet ihren Sound und ihre Inhalte nochmal weiter. Nicht schlagartig, nicht zu experimentell, sondern mit einem aus heutiger Sicht sehr gutem Gespür dafür, eine Sparte, in der sie bereits durchaus Bekanntheit hatten, zu halten, als auch eine neue Sparte abseits der christlichen Musikszene zu erreichen. Denn auch wenn allen in der Band das Thema Glaube extrem wichtig ist, vertritt besonders John Cooper die Ansicht, dass Musik auch für jene ist, die damit nichts zu tun haben. Und genau dieser Gedanke, diese Überzeugung Coopers, die soll 2006 erste große Früchte tragen. Die Band wechselt zunächst das Label. Man unterschreibt einen neuen Plattenvertrag bei Atlantic Records. Dort knüpfen sie Kontakt mit dem Produzenten Paul Ebersold. Ebersold ist versiert und kennt sich aus, hat bereits für namenhafte Bands wie Saliva und Three Doors Down produziert und hat großes Interesse daran, mit Skillet zusammenzuarbeiten. Hinter den Kulissen arbeitet man also an einer neuen Produktion.
Diese soll größer, professioneller und moderner klingen, die Härte von Collide zwar nicht verlieren, aber auch neue Elemente beinhalten. Ganz schön ambitioniert, aber wer nicht wagt, kann auch nicht gewinnen. Comatose erscheint im Herbst 2006. Der Sound? So hart wie Collide, so gefühlvoll wie Collide, um live eingespielte Streicher ergänzt, was der Band einen enormen Mehrwert auf ihren Songs verleiht. Und im Songwriting verändert sich auch was. John schreibt nach wie vor die Texte, wird aber zudem vermehrt von seiner Frau Cory dabei unterstützt. Der christliche Hintergrund bleibt auch hier bestehen, wird aber nochmal universeller formuliert. Ein Hörer konnte die Songs als Glaubensbotschaft verstehen, ein anderer dieselben Texte auf sein eigenes Leben beziehen. Genau das macht die Songs für ein breites Publikum zugänglich und das spürt die Band in Windeseile. Die Konzerte werden schnell größer. Das Album kann in den USA auf Platz 55 in den allgemeinen Albumcharts einsteigen. Und 2007 tourt man unter anderem mit Bands wie Seether, 3 Days Grace und Breaking Benjamin. Mit der Comatose Tour 2008 führen Skillet erstmals eine große nationale Headliner-Tour der modernen Bandgeschichte an. Zwar hatte die Gruppe bereits jahrelang eigene Konzerte gespielt, doch erstmals steht sie nun offiziell als Hauptact einer größeren Tour im Mittelpunkt. Für viele Beobachter markiert genau das den Moment, in dem Skillet vom Support Act zur eigenständigen Rockattraktion werden. Ist die Band nun angekommen? Ja, sie waren auf jeden Fall abseits der christlichen Szene deutlich bekannter geworden und können große Erfolge einfahren. Von Ankommen kann hier aber noch nicht ganz die Rede sein. Denn entgegen dem Albumnamen befand sich die Band nicht in einem komatösen Zustand, sondern fängt plötzlich an, von mehr zu träumen. Die nächsten 3 Jahre nach Comatose vergehen für die Band fast wie im Rausch. Zunehmende Konzerte, wachsende Bekanntheit auch abseits der christlichen Szene. Es läuft ganz gut für die Truppe aus Memphis. Allerdings muss die Band einen weiteren personellen Wechsel vermelden. Laurie Peters beendet Ende 2007 ihr Engagement für Skillet, die neue Frau an den Drums, Jen Ledger. Zu dem personellen Wechsel innerhalb der Band kommt auch ein neuer Produzent auf Skillet zu, nämlich Howard Benson. Benson lernt die Band speziell durch ihre Teilnahme an der Tour mit 3 Days Grace kennen. Und ähnlich wie Paul Ebersold sieht er enormes Potenzial in Skillet. Und nicht nur das, 2007 und 2008 wird Benson zum Producer of the Year Non-Classical mit jeweils einem Grammy ausgezeichnet. Man weiß, da sitzt jemand, der weiß, was er tut. Die Zusammenarbeit ist also quasi fix und gemeinsam wagen sie sich an die bisher schwerste Aufgabe der Bandgeschichte: einen Nachfolger für Comatose zu erschaffen, doch das sollte sich gar nicht so leicht gestalten. In späteren Interviews betont John Cooper, dass die Arbeiten besonders herausfordernd waren. Nachdem Comatose so erfolgreich wurde, stand die Band enorm unter Druck.
Können sie einen Nachfolger liefern, der mithalten kann, vielleicht sogar besser sein kann? Wie geht man damit um? Spielt man dieselbe Formel nochmal ab? Traut man sich neue Experimente? Zudem ist es eine Phase, in der Cooper mit sich selbst und seinen Texten kämpft. Sein Glaube und die Sicht auf die Welt, die erschweren ihm den Spagat zwischen klaren christlichen Botschaften und interpretierbaren offenen Texten. Er schreibt am Ende 40 Songs, da er sich selbst so viel Druck aussetzte, die Qualität seiner Werke ständig zu hinterfragen und so in ein ungesundes Mindset rutschte, dem eigenen Anspruch nicht gerecht werden zu können. Doch mit Hilfe seiner Band und Bensons Fähigkeiten erarbeiten Skillet am Ende ein Album, welches sie mit einem ganz besonderen Song ankündigen. Hero wird zur ersten Single des nächsten Albums und stürmt binnen kürzester Zeit die Radiostationen der USA. Und nachdem man mit Hero bereits eine durchaus große „Aha, was kommt da jetzt" Wirkung erzielen konnte, schmeißen Skillet 2 Monate später die nächste Single auf den Markt, welche die eben benannte Wirkung nochmal verstärkt. Just a step on the edge. Just another day in the world we live. I need a hero to save me now. I need a hero. I need a hero to save my life. A hero will save me. Der zweite Song, der heute neben Hero indiskutabel zu den bekanntesten und beliebtesten Skillet-Songs zählt. Mit einem Riff, das vermutlich viele von euch schon mal gehört haben, ohne vielleicht bewusst zu wissen, dass es ein Skillet-Song ist. Monster, der perfekte Nachfolger für Hero, bevor im August 2009 dann das komplette Album namens Awake auf den Markt kommt und entgegen jeder Prognose sofort auf Platz 2 der offiziellen Albumcharts einschlägt. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become. The nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. Zugegeben, das Album ist bei neutraler Betrachtung das Album, was am kontroversesten diskutiert wird. Was genau ich damit meine, dazu kommen wir später, versprochen. Denn mit Hinblick darauf, dass 2011 während der Awake-Albumphase Ben Kasica nach 10 Jahren die Band verlässt und mit Seth Morrison ein Ersatz gefunden wird, der die Band in dieser Form bis heute komplettiert, möchte ich mich im folgenden Kapitel einmal genauer mit der aktuellen Besetzung auseinandersetzen und euch zu den einzelnen 4 Mitgliedern ein wenig mehr Hintergrundwissen geben. I just woke up about 30 minutes ago. This is what I sound like in the morning. People wonder if I smoke a lot of cigarettes. I do not. And I don't drink whiskey either. I just sound like this in the morning mainly. By the way, John Landrum Cooper, Gründer, Sänger und Bassist der Band, wird 1975 in Memphis, Tennessee geboren. Seine Eltern sind beides sehr strenge konservative Christen, die ihren Sohn von Geburt an ebenso streng christlich aufziehen. Im Haushalt gibt es strenge Regeln, weltliche Musik ist verboten, besonders Rock und Metal, schwarze Kleidung, das alles gibt es im Hause der Coopers nicht, da sie all dies für sündhaft halten. Dennoch bekommt John früh musikalische Lehre. Seine Mutter ist eine sehr gute Klavierspielerin und bringt ihm mit bereits 5 Jahren das Spielen bei. Als John 12 Jahre alt ist, wird bei seiner Mutter Krebs diagnostiziert. Während dieser Zeit entdeckt er ein Schlupfloch in der Musik. Er entdeckt christliche Rockmusik und kann zumindest seine Mutter überzeugen, diese Musik hören zu dürfen. Während der Krankheit seiner Mutter wächst das Band zu ihr nochmals enorm. Zum einen, weil er sich natürlich sehr um sie sorgt, da sich die Behandlung auch als sehr schwierig herausstellt. Zum anderen, weil seine Mutter ihn sogar zu seinen ersten Rockkonzerten mitnimmt. Prägend ist sein erstes Konzert der Christian Rockband Petra.
Mit 15 Jahren verändert sich Johns Leben dann grundlegend, als seine Mutter aufgrund der Krebserkrankung 3 Jahre nach der Diagnose daran verstirbt. Die Behandlung war schwer, besonders im letzten Jahr geht es ihr zunehmend schlechter. In seinem Buch Awake and Alive to Truth erzählt John, dass obgleich die Erfahrung, seine Mutter so früh zu verlieren, zwar schmerzhaft und prägend war, seine Mutter letztlich aber genau diejenige ist, weswegen er heute so stark in seinem Glauben steht. Meine Mutter kämpfte 3 Jahre mit dem Krebs und sie war eine Kriegerin. Sie sagte mir immer, wenn ich nicht gesund werde, darfst du nicht böse auf Gott sein. Gott ist gut. Ich musste ihr versprechen, dass ich niemals wütend auf Gott sein würde. Als sie starb, hatte ich damit sehr zu kämpfen, aber für sie wurde ich nie böse auf Gott. Nach dem Tod seiner Mutter bricht das Verhältnis zu seinem Vater vollständig. Die beiden hatten schon ein schwieriges Verhältnis. Johns Vater schätzt die Unterstützung seiner Frau gegenüber dem Musikinteresse des Sohnes gar nicht, lässt John nach dem Verlust der Mutter mit seiner Trauer alleine und heiratet nur 2 Monate später erneut. All das veranlasst John dazu, am Tag seines Highschool-Abschlusses seine Sachen zu packen und auszuziehen. Seine Abschiedsworte an seinen Vater: Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. In seinem Buch erklärt John aber auch, dass er mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater habe. Wir haben uns viele Jahre später ausgesprochen. Mein Vater hat sich verändert, seine Ansichten haben sich geändert und auch ich habe mich geändert. Vergebung ist ein wichtiger Bestandteil des Glaubens und wir haben beide irgendwann den Punkt gefunden, uns vergeben zu können. Danach erfolgte Aufarbeitung und jetzt stehen wir sehr gut miteinander. Then I try to get ready quietly so I don't wake up people that are still sleeping. And that can be a difficult task because most all my stuff is back where everybody's sleeping. Corian Marie Cooper, genannt Cory, wird 1972 in Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin geboren und ist seit 1999 Gitarristin, Keyboarderin und vereinzelt als Backing Vocals bei Skillet tätig. Auch Cory wuchs in einem christlichen Haushalt auf, engagierte sich im Chor und beschreibt sich selbst als schüchternes, introvertiertes Kind und Jugendliche. Durch ihr Engagement in der Kirche besucht sie Mitte der 90er Jahre ein paar Freunde in Memphis, passenderweise in genau der Gemeinde, in der auch John aktiv ist. So lernen sich beide kennen, verlieben sich ziemlich schnell ineinander und nur vergleichsweise kurze Zeit später, im März 1997, heiraten die beiden dann, noch bevor Cory ab 1999 aktiv auch Teil der Band wird. John und Cory haben zusammen 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Just finished my morning coffee and SportsCenter watching, as I do every morning, and I'm getting ready to head into the venue to track some guitars on stuff you can't know about yet. Jacob Seth Morrison, geboren 1988 in Wheelersburg, Ohio, ist seit 2011 als Leadgitarrist bei Skillet dabei. Auch er wuchs in einem christlichen Haushalt auf, lernt früh das Gitarrespielen und engagiert sich unter anderem als Tour- und Studiogitarrist bei Bands wie Justified, Our Heart Zero und Everlasting Fire. Als er mitbekommt, dass Skillet sich nach einem neuen Gitarristen umsehen, nimmt er Kontakt zu seinem Kollegen Tim Rosenau auf, Gitarrist der Band TobyMac. Er fragt ihn, ob dieser mehr Infos darüber hätte, da Rosenau auch durchaus gute Kontakte zu Cooper pflegt. Wenig später bekommt Morrison einen Anruf, einer ihm unbekannten Nummer, den er damit zunächst nicht annimmt. In einem Interview verrät er, dass er kurz darauf aber so ein komisches Gefühl hat und die Nummer zurückruft. Am anderen Ende der Leitung Scotty Rock, Manager von Skillet, der sofort John mit in den Anruf holt. Man bittet Seth um eine Auflistung seiner Arbeit und fragt ihn, ob er spontan Lust hätte, mal zu einem persönlichen Treffen und einer gemeinsamen Jam-Session der Band zu stoßen. Morrison hat eine Woche Zeit, die Songs zu lernen, wobei er zugibt, damit nicht allzu große Probleme gehabt zu haben, da er die Band bereits kannte, selber extrem gut fand und den ein oder anderen Song auch schon privat das ein oder andere Mal spielte. Als reiner Musician for Hire, also als Musiker, den man für Arbeiten anheuern kann, hatte Morrison bisher keine eigene Erfahrung innerhalb einer großen und bekannten Band,
Aber seine Skills, seine Persönlichkeit und sein Engagement hinterließen einen sehr positiven Eindruck, sodass Skillet ihm final anboten, fester Teil der Band zu werden. Auch Morrison ist seit 2012 verheiratet, das Paar bekam 2022 eine Tochter und 2024 einen Sohn. Who's the last person up in the morning? No, they're laughing because usually I'm the last one up, aren't I? Jennifer Carroll Ledger, geboren 1989 in Coventry, England, stieß 2008 zu Skillet dazu. 2005 hatte Ledger ein Stipendium von der Living Light School of Worship in Wisconsin erhalten und entschied sich, den Weg von England rüber in die USA anzutreten, um dort an der Schule Schlagzeug studieren zu können. Ein gewagter Schritt, besonders für eine gerade einmal 16-Jährige, weit entfernt von Heimat und Familie. Doch der Schritt, der sollte sich letztlich auszahlen. Skillets bisherige Schlagzeugerin Laurie Peters hatte die Band im Herbst 2007 darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie zum Ende des Jahres das Projekt aufgrund persönlicher Veränderungen verlassen möchte. Fortan macht man sich gemeinsam auf die Suche nach jemandem, der Lauries Platz einnehmen könne. Passenderweise besuchten die Mitglieder von Skillet regelmäßig Veranstaltungen der Living Light Christian Church in Wisconsin, entdecken dadurch die junge Jen Ledger und entscheiden sich, sie anzusprechen und zu fragen, ob sie sich ein Vorspielen vorstellen könne. Nachdem dieses Vorspielen überaus gut verläuft, bietet man ihr den Platz in der Band an, da sie sich in den Augen der Band gegen einige erfahrenere Drummer durchsetzen kann und man einfach ein gutes Gefühl bei ihr hat. Ledger spielte dann bereits ab Januar 2008 in der Band, wurde von der ehemaligen Drummerin beim Lernen der Songs unterstützt und auf der ebenfalls im Januar gestarteten Winter Jam Tour den Fans offiziell präsentiert, dessen Herzen sie im Sturm erobern konnte. Nachdem ich euch jetzt die aktuelle Besetzung, die seit nun mittlerweile auch schon 15 Jahren besteht, ein wenig näher gebracht habe, zurück zum Werdegang der Band. Nach Awake sind Skillet im Rockbusiness definitiv angekommen. Besonders die Songs Hero und Monster schaffen es, in Videospielen und Titelsongs von Veranstaltungen der WWE genutzt zu werden. Andere sportliche Events nutzen die Lieder ebenfalls. Man wird nach und nach einer immer breiteren Masse bekannt. Und vor allem dank dem Internet fängt die Band an, auch außerhalb der USA mehr Anklang zu finden. Das wiederum zeigt sich dann ganz besonders 2013, als die Truppe ihr mittlerweile 8. Studioalbum veröffentlichen. Mit Rise schaffen es Skillet zum ersten Mal in ihrer Karriere, auch außerhalb der USA in die Charts zu kommen. Take control, it's now or never. Are you sick of it? Raise your hands, get rid of it. Well, there's a fighting chance. Are you over it? Bored to death? Have you had enough regret? Take a stand, raise your hand. If you're sick of it, if you're sick of it, if you're sick of it. Und ihre Popularität, die nimmt dann auch immer weiter zu. So stark sogar, dass die Band sich zutraut, zum Jahresende 2013 erste eigene Headliner-Shows in Übersee zu spielen. So zum Beispiel gab es neben den Support-Gigs als Opener für Nickelback auch vereinzelte erste ganz kleine intime Headliner-Shows in Europa, wie dem Konzert am 17.11.2013 im Bürgerhaus Stollwerk in Köln, bei dem auch ich zu Gast war. Nachdem Skillet nun auch ganz nachweislich über Amerikas Grenzen hinaus Bekanntheit erlangt haben, legen sie 2016 mit Unleashed nach. Shot like a rocket up into the sky. Nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me brave. You're my titanium fight song, raise it up like the roar of victory in a stadium. Who can touch me? 'Cause I'm. Who can stop me tonight? You make me feel invincible. I feel it. Invincible. I feel it. Invincible. Feel Invincible wird als starke erste Single wahrgenommen. Und mit Stars
liefert die Truppe eine emotional starke Nummer, die in einer besonderen Akustikversion zudem als Titelsongs des Films The Shack international große Anerkennung gewinnt. If you can hold the stars in place, you can hold my heart the same. Whenever I fall away, whenever I start to break. So here I am, lifting up my heart to the one who holds the stars. Das absolute Aushängeschild des Albums wird dann aber der Song The Resistance, der von Fans bis heute als sowohl stärkster Song des Albums, aber auch overall als einer der besten Skillet-Songs beschrieben wird. You can take my heart, you can take my breath when you pry it from the cold dead chest. This is how we rise up, heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise up, heart is beating faster, feels like thunder, magic static. Call me a fanatic, it's our world, they can never have it. This is how we rise up, it's our resistance, you can't resist us. Mit dem großen Erfolg des Albums finden auch immer mehr und größere Headliner-Shows in den USA und vor allem Europa statt. Skillet scheinen nun wirklich, endgültig in den ganz großen Ligen mitspielen zu können. They can take my breath when they pry it from the cold dead chest. This is how we rise up, heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise up, heart is beating faster, feels like thunder, magic static. Call me a fanatic, it's our world, they can never have it. This is how we rise up, it's our resistance, you can't resist us. I go to sleep with my demons, creep in my head every night. They come to shred all my dreams and I bled on my bed. Why is this my life? Nach Unleashed wird es zum ersten Mal seit der Gründung ein wenig ruhiger um Skillet. 2018 überraschen dann sowohl John Cooper als auch Jen Ledger mit den Nachrichten, dass beide sich abseits von Skillet in kleineren Nebenprojekten austoben wollen. Cooper, der sich neben anderen Musikern auch kurzerhand Seth Morrison ins Boot holt, gründet das Projekt Fight the Fury und veröffentlicht unter dem Namen Still Breathing eine EP, die Fans von Skillet spürbar überrascht. I hope you're happy wherever you are, 'cause you're the reason I'm afraid of the dark. I go to sleep with my demons, the past is always awake. They shoot the calls, take it deeper, they all come from feeding inside of me. I go to sleep with my demons, creep in my head every night. They come to shred all my dreams and I bled on my bed. Why is this my life? Why? Die Musik des Projekts klingt deutlich härter und düsterer als das, was Skillet zu dieser Zeit spielen. Das Projekt macht deutlich, dass hinter den eingängigen Hymnen von Skillet noch immer ein Musiker steckt, der seine Wurzeln im härteren Rock und Metal nicht vergessen hatte. Gleichzeitig zeigte Fight the Fury, wie stark sich Skillet inzwischen als eigenständige Marke entwickelt hatte. Eine Band mit einem klaren Sound, der selbst ihrem Frontmann manchmal nicht mehr genug Raum für alle musikalischen Ideen bot, weswegen es ihm viel Freude bereitete, sich in diesem Nebenprojekt austoben zu können. Und auch Morrison verriet, dass er sehr viel Spaß daran hatte, besonders wenn es in Bereiche ging, die dem Metalcore ähneln, da er sich musikalisch hier auch sehr wohl fühlt. Textlich bietet das Projekt auch einen Unterschied zu Skillet. Während Skillet den Zuhörer häufig aufrichtet und begleitet, konfrontiert Fight the Fury ihn mit seinen Ängsten. Skillet-Songs wirken oft wie eine Hand auf der Schulter, Fight the Fury klingt eher wie eine Aufforderung, sich dem Kampf zu stellen. Während John Cooper mit Fight the Fury seine härtere Seite auslebt, nutzt Jen Ledger ihr Soloprojekt Ledger für einen anderen Weg. But I'm not dead yet, so watch me burn.
Statt aggressiver Gitarren standen persönliche Erfahrungen, Verletzlichkeit und Hoffnung im Mittelpunkt. Die Songs handeln von Angst, Identität und dem Kampf gegen innere Zweifel. Vor allem aber zeigt das Projekt, dass Jen längst mehr war als die Schlagzeugerin von Skillet. 10 Jahre nach ihrem Einstieg trat sie erstmals als eigenständige Künstlerin ins Rampenlicht und bewies, dass ihre kreative Rolle innerhalb der Band weit größer geworden war, als viele Fans es bis dahin vielleicht vermutet hatten. Ledger erzählt in Interviews, dass sie bereits seit 2012 an eigenen Songs arbeitete, dabei auch von ihrer engen Freundin Corey Cooper unterstützt wurde, denn gemeinsam mit ihr erarbeitet und produziert sie ebenfalls eine EP, die 2018 auf den Markt kommt, und konnte die vielen Fans, die sie und ihre Stimme seit Hero oder Awake and Alive ja bereits kannten und liebten, überzeugen, trotz dass der Sound sich dem von Skillet stellenweise schon hörbar unterschied. Beide Projekte haben seitdem zwar zumindest für die öffentliche Wahrnehmung, wie im Falle Ledger nur selten, im Falle von Fight the Fury gar nicht mehr stattgefunden. Beendet sind die Projekte laut Ledger und Cooper allerdings nicht. Man darf also gespannt sein, ob da vielleicht irgendwann nochmal mehr kommen könnte. (2019) veröffentlichen Skillet dann relativ überraschend ihr 10. Studioalbum Victorious. Ja, es gab die Nebenprojekte, aber untätig blieb man an dem gesamten Projekt Skillet deswegen nicht. Die Kernsingle des Albums wird aber nicht etwa Legendary, den Song, den ihr im Intro gehört habt, sondern Save Me. Ein Song, in dem es um den Wunsch geht, irgendjemand würde dem eigenen Ich zu Hilfe kommen. Visuell verarbeitet die Band den Song so, dass das Video die 4 Mitglieder in unterschiedlichen Situationen zeigt, die jeweils eine ihrer größten Ängste entweder beschreibt oder bildlich verdeutlicht. John erblindet, Corey ist gefangen, Seth fällt aus großer Höhe und Jen steht kurz vor dem Ertrinken. Hierbei sind die Ängste aber nicht auf die, in Anführungsstrichen, einfachen Ängste bezogen, sondern noch viel mehr auf tiefgründiger Ebene zu verstehen. Blindsein steht hierbei nicht nur dafür, das Augenlicht, sondern seinen Weg gänzlich zu verlieren, sich von anderen Menschen und Versuchungen blenden zu lassen. Die Höhenangst hat Morrison wirklich, merkt aber an, dass es ebenfalls darum geht, generell im Leben zu fallen und alles zu verlieren, was einem wichtig ist. Das Ertrinken Ledgers spiegelt nicht nur das physische, sondern auch das psychische Ertrinken wider. Ledger macht sich seit Jahren stark für Mental Health und wählte daher diese Thematik aus. Coreys Visualisierung mit der Angst, gefangen zu sein, beschreibt sie als Angst davor, unterdrückt, kreativ eingeschränkt und fremdbestimmt leben zu müssen. Help me tonight. I'm closer to the edge tonight. I'm standing on the ledge so high. Won't you reach out your hand and save me tonight? I'm damaged if you dare tonight. It feels like no one cares. So why can't I come up for air? Just save me. What are you waiting for? Someone save me. Im Vergleich zum Vorgänger Unleashed bleibt Victorious den Erfolgen des Vorgängers allerdings ein wenig hinterher und neben bereits existierenden kritischen Stimmen, die es eigentlich sowieso immer gibt, bemerkt der aufmerksame Fan aber, dass sich diese Stimmen auf einmal anfangen spürbar zu häufen. Surviving the game. I can be unstoppable. Gonna walk through hell, gonna shake the walls. Surviving the game. Living the impossible. I'm a champion indestructible. Survive, 'cause I'm surviving the game. Unstoppable, gonna be indestructible. I can be unstoppable, gonna be indestructible.
Ähnliches passiert dann 2022 beim Release von Dominion, Studioalbum Nummer 11, mit den eigentlich starken Lead-Singles wie Surviving the Game und dem etwas düster wirkenderen Nachfolger Psycho in My Head. There's a psycho in my head. I'm closer to the edge, making me feel like I'm living in misery, misery, insane. These voices in my brain starting to feel like it's gonna be the death of me, death of me. There's a psycho in my head. Auch 2024 beim Release des aktuellen Albums Revolution geht zumindest der kommerzielle Trend weiter nach unten, während kritische Stimmen teils noch weiter steigen. Doch warum passiert das? Skillet schienen doch auf einem so guten Weg zu sein. Also was sorgt jetzt dafür, dass Chartplatzierungen schlechter werden, Fans sich stellenweise abwenden und die Band, die schon deutlich weniger Gesprächsstoff war als andere ähnlich große Namen, plötzlich scheinbar noch weniger Aufmerksamkeit bekommt? What am I supposed to do? I wanna break out, but I'm frozen. I've been here so long that it hurts just to feel. I wanna take back what you've stolen. I'm searching inside for what's real. Skillet sind heutzutage immer noch erfolgreich und spielen nach wie vor sehr gut besuchte Tourneen überall auf der Welt. Das hat sich erst einmal nicht sonderlich geändert. Dennoch lässt sich zumindest nicht abstreiten, dass die Band über die letzten Jahre einiges an Turbulenzen erlebte. Der wohl größte Punkt ist die musikalische Entwicklung. Mit jedem neuen Album wurde häufiger Kritik laut, Skillet würden sich musikalisch zu stark wiederholen, auf der Stelle treten. Zu den häufigsten Kritikpunkten gehörten ähnliche Songstrukturen, zu vorhersehbare Refrains, immer dieselben bekannten Themen, weniger stilistische Experimente. Besonders Fans von Alben wie Collide, Comatose und Rise äußerten gelegentlich den Wunsch nach mehr Risiko und Weiterentwicklung, während andere wiederum damit argumentieren, dass genau diese Wiedererkennbarkeit ja ein wesentlicher Teil des Erfolgsrezepts sei. Es ist eine ewige Debatte. Und die haben wir hier auch schon häufig auf diesem Kanal besprochen. Veränderungen werden oft weniger positiv aufgenommen. Skillet hingegen fungieren hier aber sogar mal als Beispiel dafür, dass das Gefühl, eine Band würde sich nichts mehr trauen und nur noch das machen, was ihr Erfolgsrezept einst hergab, ebenso kritische Stimmen mit sich bringen kann. Der zweite Punkt, der in das musikalische Fach passt, ist die Tatsache, dass John und Corey seit Victorious zu großen Teilen selbst für die Produktion der Alben verantwortlich sind. Nicht, dass die beiden keine Ahnung davon hätten, aber viele Fans werfen den durchaus validen Punkt rein, dass Alben wie Awake, Rise und Unleashed, bei denen man mit externen und namenhaften Produzenten arbeitete, alles in allem runder klingen. Was also zunächst als kreativer Schritt wirkte, entwickelt sich zu einem grundlegenden Wandel. Während frühere Erfolgsalben stark von Produzenten wie Howard Benson geprägt worden waren, liegt die kreative Kontrolle nun zunehmend in den Händen der Band selbst. Dadurch werden Skillet zwar unabhängiger als je zuvor, gleichzeitig aber auch stärker für jede kreative Entscheidung selbst verantwortlich. Der letzte Punkt, der zum musikalischen Teil passt, der kommt dann aus genau der Szene, welche die Band überhaupt erst aufgebaut hatte, den Fans des Christian Rock. Skillet mussten sich während Collide und Comatose schon den Vorwurf gefallen lassen, ihre klaren christlichen Botschaften innerhalb der Musik gekonnt für einen Platz im Mainstream aufgegeben, spätestens mit Awake aber gänzlich verraten zu haben. Der Vorwurf, die Band würde ihre Texte extra so schreiben, dass man zwar noch eine christliche Message reininterpretieren könne, aber eben nicht klar so geschrieben seien, der klingt aber erst einmal haltlos. John Cooper sagte ja selbst, dass ihm genau das wichtig war, um eben Musik zu erschaffen, die für alle da war, egal ob gläubiger Christ oder nicht. Von anderer Seite wird der Band dann vorgeworfen, sie habe nicht den Mut, sich von der Zuordnung des Christian Rock zu lösen und die hörbar christlichen Botschaften gänzlich aus ihrer Musik zu lassen, um so noch erfolgreicher zu werden. Es war also beinahe egal, was die Band jetzt getan hätte. Recht machen konnte sie es am Ende niemandem.
was besonders im Hinblick zur Szene des Christian Rock jedoch auch sehr suspekt klingt. Zwar ernteten sie hier wirklich viel Kritik, dennoch verkaufen sich alle Alben der Band ausnahmslos gut innerhalb der Szene. In den eigenen Charts fand man nach Invincible mit jedem Album in den Top 10 Platz, nach Comatose sogar immer Platz 1 und nur einmal Platz 2. Das nur mal zur Einordnung. Ein weiterer Punkt, der Skillets Erfolg zwar keinen Sargnagel verpasst, dennoch aber in der öffentlichen Wahrnehmung und besonders bei Social Media eine große Rolle spielte, ist im Besonderen das öffentliche Auftreten John Coopers geworden. Ich habe mir viele Gedanken über den jetzigen Abschnitt gemacht und ungeachtet meiner eigenen Ansichten und Moralvorstellungen halte ich die nun folgende Darstellung für die objektiv fairste. Cooper wurde schleichend, aber stetig eine Stimme im öffentlichen Raum, da er sich auf seinen privaten Social-Media-Kanälen immer wieder zu politischen und gesellschaftlichen Themen äußerte. John Cooper vertrat zum Beispiel öffentlich eine klare Pro-Life-Haltung und äußert sich mehrfach gegen Schwangerschaftsabbrüche. Seine Argumentation basiert dabei vor allem auf seinen christlichen Überzeugungen. Kritiker werfen ihm vor, komplexe gesellschaftliche Fragen zu stark moralisch zu betrachten, während Unterstützer seine Haltung als konsequentes Festhalten an seinen Glaubenswerten sehen. Besonders kontrovers wurden Aussagen aufgenommen, in denen Cooper Abtreibung erst einmal als Babymord bezeichnete oder Pro-Choice-Botschaften prominenter KünstlerInnen aufgrund seiner eigenen Überzeugungen kritisierte. Cooper spricht jedoch auch davon, dass sein Glaube ihn darin stärkt, niemanden persönlich für zum Beispiel einen Schwangerschaftsabbruch oder die eigene sexuelle Orientierung zu verurteilen. Er findet es aufgrund seines Glaubens und seiner Überzeugungen zwar nicht richtig, möchte diese Menschen aber nicht von sich stoßen, da der Glaube ihm ebenso Vergebung, Nächstenliebe und Miteinander statt Gegeneinander gelehrt hat und er somit dennoch daran festhält, Menschen in ihren eigenen gewählten Leben zu unterstützen. Doch wie das nun einmal so ist, als Person der Öffentlichkeit wirkt sich das, was du als Privatperson sagst und tust, unweigerlich auch auf das aus, was du öffentlich vertrittst, sei es nun eine Marke, ein Verein oder eben eine Band. Yes, I'm the one you've been talking about. I guess I am the one. Whatever. Unpopular, unpopular. Call me outcast, simple man, true fact. Have you heard of a calling out? Got my family, sanity, everything I need. If freedom is disease, who could ever wanna be popular? For what it's worth, I think today's a good day to be popular. Puh, schwere Kost im letzten Kapitel, was? Lassen wir das Video also doch lieber etwas entspannter enden. Wenn man auf die Geschichte von Skillet zurückblickt, fällt vor allem eines auf. Kaum eine Rockband ihrer Generation hat einen vergleichbaren Weg zurückgelegt. Was 1996 als kleines Projekt in Memphis begann, entwickelte sich über nun 3 Jahrzehnte zu einer Band mit Millionen verkauften Alben, Milliarden Streams und Fans auf der ganzen Welt. Dabei überstand Skillet zahlreiche Besetzungswechsel, Veränderungen in der Musikindustrie und den Wandel vom reinen CD-Zeitalter zur digitalen Streaming-Ära. Gleichzeitig verlief dieser Weg nie geradlinig. Die Band erfand sich immer wieder neu, wechselte mehrfach ihren Stil und bewegte sich ständig zwischen verschiedenen Welten. Zwischen Rock und Mainstream, zwischen christlicher und säkularer Musikszene, zwischen persönlichem Glaubensbekenntnis und breiter Massenwirksamkeit. Und vielleicht ist auch das ein Grund, warum Skillet bis heute so schwer einzuordnen sind. Für die einen ist die Band ein Beispiel dafür, wie christliche KünstlerInnen internationale Erfolge feiern können, ohne ihre Überzeugungen aufgeben zu müssen. Für andere steht die Band für die zunehmende Vermischung von Musik, Glauben und gesellschaftlichen Debatten. Und wieder andere kennen Skillet vielleicht nur durch Songs wie Monster oder Hero, ohne jemals einen Gedanken an die Geschichte dahinter verschwendet zu haben. Fest steht, über die Jahre werden Skillet mehr als nur eine Rockband. Sie wurden für viele Fans ein Begleiter durch schwierige Lebensphasen, für andere ein Symbol für Durchhaltewillen und Hoffnung,
für manche auch Anlass zu Diskussion und Widerspruch. Möglicherweise liegt auch darin ein großes Vermächtnis der Band. Denn unabhängig davon, wie man zu ihrer Musik, ihrem Glauben oder ihren Ansichten steht, hat die Band etwas erreicht, das nur wenigen KünstlerInnen gelingt. Sie sind nach 3 Jahrzehnten im Geschäft noch immer relevant, noch immer sichtbar und noch immer in der Lage, Reaktionen auszulösen. Ich, für meinen ganz persönlichen Teil, kenne und höre Skillet seit 2006. Whispers in the Dark und Comatose waren meine ersten Berührungspunkte und daraus entwickelte sich über nun 20 Jahre eine Liebe, die ich nicht missen möchte. Die Musik dieser Band, die hat mich seit meiner Jugend durch jede Höhe, aber auch jede erdenkliche Tiefe begleitet, aufgefangen und gestärkt. Mit dem Thema Glauben habe ich selbst gar nichts am Hut. Ich bin nicht gläubig, ich lebe nicht gläubig, auch wenn ich als Kind evangelisch getauft wurde und auch Konfirmandenunterricht hatte, häufiger Kirchen von innen sah, als mir je lieb war. Als ich anfing, Skillet mehr und mehr zu hören, war mir die Verbindung zur christlichen Rockszene gar nicht bekannt. Aber ich kann ehrlich sagen, dass mich das nicht abschreckte, als ich davon erfuhr und mich dahingehend mit der Thematik auseinandersetzte. Ich habe, wenn ich darauf angesprochen wurde, und das kam durchaus schon vor, immer Folgendes argumentiert. Ja, die Texte sind so geschrieben, dass man sie eindeutig mit geistlichen Themen interpretieren kann, aber eben auch frei genug interpretierbar, dass jeder für sich selbst daraus etwas mitnehmen kann. Und zu dieser Aussage stehe ich bis heute. Ja, Whispers in the Dark handelt für den Gläubigen davon, dass Gott nie fern, sondern die Stimme im Dunkeln ist, wenn du deinen Weg verlierst. Für mich war es die ständige Erinnerung, dass es immer Menschen geben wird, die für mich da sind, mir zuhören und mir die richtigen Worte entgegenbringen, wenn mir in dunklen Momenten nichts mehr einfällt. Und ja, Hero kann davon handeln, dass Gott der Held ist, der irgendwann in dein Leben tritt und dich leiten und beschützen wird. Für mich kann jeder da draußen ein Held sein. Egal, ob es ein Freund ist, der dir den Arsch rettet, ob es der Feuerwehrmann ist, der dich aus dem brennenden Haus zieht, oder die junge Dame an der Kasse, die der Kassiererin 20 Cent zusteckt, weil die ältere Dame vor ihr sich dafür schämt, sich bei ihrem Einkauf verrechnet zu haben. Es klingt banal, aber für mich waren und sind all diese Songs keine geistlichen Lobeslieder. Für jemand anderen vielleicht schon, aber welche Rolle spielt das am Ende? Für mich keine, denn was zählt ist nur eins. Die Musik verbindet uns, die Musik gibt uns beiden etwas Tiefes von Bedeutung. Auch ich habe meinen Weg mit Skillet über die letzten Jahre angefangen, etwas kritischer zu hinterfragen. Besonders bezogen auf John Cooper. Und ich will mich da gar nicht von potenziellen Fehlern freisprechen. Höre ich die Musik noch immer? Ja. Und ich gehe auch nach wie vor auf Konzerte. Stehe ich hinter dem, was der Mann stellenweise gesagt hat? Nein, ganz und gar nicht. Aber der Unterschied ist, dass ich die Gelegenheit hatte, mit diesem Mann sprechen zu können. Dass ich auf Augenhöhe wahrgenommen und trotz meiner geäußerten, abweichenden Ansichten respektvoll und menschlich behandelt wurde. Das ist etwas, was ich in der heutigen Welt doch mehr und mehr vermisse. Dass wir gegensätzlicher Meinungen sein und uns dennoch wie Menschen behandeln und respektvoll miteinander reden können. Ich werde der Band und ihrer Musik jedenfalls immer dankbar sein. Für alles, was sie mir gegeben hat und wovor sie mich bewahrt hat. So viel steht fest. Ciao. 'Cause there's a psycho in my